Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du Power Query-Abfragen zwischen verschiedenen Dateien verschieben oder mit anderen Personen in deinem Unternehmen teilen kannst. Zu diesem Zweck habe ich zwei Power Query-Abfragen vorbereitet. Einmal die Abfrage Basisumsatzzahlen, die Rohdaten für meine Umsatzauswertungen beinhaltet, und zum anderen die Abfrage Umsätze je Person, die auf der ersten Abfrage basiert und beruhend auf dieser Abfrage verschiedene Transformationsschritte vornimmt, um am Ende die Ergebnistabelle zu erzeugen. Wenn du diese Abfragen nun in eine andere Excel-Datei portieren möchtest, hast du dazu verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte, ist ein Weg, den du wahrscheinlich kennst, wenn du dich regelmäßig mit Power Query beschäftigst. Im Power Query Editor hast du unter dem Reiter Ansicht die Möglichkeit, in den erweiterten Editor zu wechseln. In diesem Editor findest du den M-Code, auf dem deine Abfrage basiert. Diesen M-Code könntest du nun markieren und in eine neue Datei in eine leere Power Query Abfrage einfügen und so in deine neue Datei portieren. Der Nachteil dieser Lösung: In einem Szenario wie dem unsrigen, wo man mehrere aufeinander aufbauende Abfragen hat, müsstest du den Code jeder einzelnen Abfrage in die entsprechende Datei rüber kopieren, um am Ende wieder den kompletten Strang der Abfrage für die Datenaufbereitung in deiner neuen Datei vorliegen zu haben. Weil dieses Vorgehen bei vielen aufeinander aufbauenden Abfragen recht umständlich sein kann, möchte ich dir eine weitere Möglichkeit zeigen, wie du deine Abfragen in andere Dateien portieren kannst. Statt den Code jeder einzelnen Abfrage zu portieren, kannst du auch einfach die Abfrage selbst kopieren, indem du zum Beispiel in Excel die Abfrage, die du kopieren möchtest, einfach markierst und dann kopierst, in eine neue Excel-Datei gehst und dort das Abfragen- und Verbindungen-Fenster öffnest und dort die Abfrage einfach einfügst, werden die Abfragen zwischen verschiedenen Dateien in Power Query kopiert. Was du hier sehr schön siehst, ist, dass, obwohl ich nur die Abfrage Umsätze je Person markiert und kopiert habe, erkennt Power Query, dass die Abfrage Basisumsatzzahlen aber die Basis für diese Abfrage ist und es deshalb notwendig ist, auch diese Abfrage mitzukopieren. Ein weiterer schöner Vorteil dieser Lösung ist, dass du die Abfragen nicht nur zwischen Power Query für Excel-Dateien kopieren kannst, sondern du kannst sie auch auf dem gleichen Wege markieren und zum Beispiel in deine Power BI Desktop-Datei überführen. Auch dort hast du so mit ein wenig Kopieren und Einfügen die kompletten Abfragen wieder an Ort und Stelle und kannst sie benutzen. Möchtest du deine Abfragen nicht nur zwischen Dateien portieren, sondern auch mit anderen Personen in deinem Unternehmen teilen, hast du mit der Excel-Version 2016 ein weiteres Feature zur Auswahl, das dir eben genau das ermöglicht. Wenn du in Excel 2016 die Abfrage, die du mit anderen Personen aus deinem Unternehmen teilen möchtest, rechts anklickst und dann auf Verbindungsdatei exportieren gehst, wird dir die Möglichkeit geboten, die Abfrage als ODC-Datei zu exportieren. Diese Datei kannst du nun einfach an die Personen schicken, die die Abfrage von dir bekommen sollen. Die betroffenen Personen haben dann die Möglichkeit, diese ODC-Datei in den Ordner abzulegen, in dem Excel klassischerweise die Verbindungsdateien sucht. Bei mir ist das zum Beispiel der Ordner unter Users, Uwe Mester, Documents, meine Datenquellen. Wenn der Empfänger dieser Datei diese nun in dem entsprechenden Laufwerk ablegt, hat er im Folgenden die Möglichkeit, in Excel über vorhandene Verbindungen auf alle Verbindungen zuzugreifen, die auf seinem Computer vorhanden sind. Nach der Ablage der ODC-Datei sollte dies auch die Abfrage für unsere Umsätze je Personen sein. Nun hat er die Möglichkeit, diese Abfrage einfach per Doppelklick in seinem Excel zu nutzen. Wie du siehst, wird auch in diesem Fall erkannt, dass die Abfrage Umsätze je Person als Basis die Abfrage Basisumsatzzahlen hat. Entsprechend führt der Export der ODC-Datei dazu, dass nicht nur die Abfrage Umsätze je Person transferiert wird, sondern eben auch die Basisabfrage, die notwendig ist, um die Datenaufbereitung durchführen zu können. Die letzte Möglichkeit, deine Abfragen mit anderen Personen in deinem Unternehmen zu teilen, die ich dir zeigen möchte, ist die Möglichkeit über den Azure Data Catalog. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, musst du einige Bedingungen erfüllen. Die erste ist, du musst über einen Power BI Pro Account verfügen. Die zweite ist, in der Domain, in dem deine Power BI Pro Lizenz vorliegt,
muss ein Azure Data Catalog eingerichtet sein. Und in diesem Azure Data Catalog musst du als Benutzer hinzugefügt sein. Dabei ist es völlig ausreichend, die von Microsoft ebenfalls angebotene kostenlose Lizenz für den Azure Data Catalog zu verwenden. Sind beide Bedingungen erfüllt, hast du dann die Möglichkeit, per Rechtsklick auf die Abfrage, die du teilen möchtest, über die Option an Datenkatalog senden, deine Abfrage im Data Catalog deines Unternehmens zu veröffentlichen. Bist du noch nicht angemeldet, bekommst du zunächst ein Fenster angezeigt, in dem du die Anmeldedaten für deinen Power BI Account bzw. für deinen Office 365 Account hinterlegen musst. Bei mir ist dies nicht der Fall, weil ich bereits angemeldet bin. Im folgenden Dialog hast du dann die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für die Abfrage vorzunehmen, die du im Data Catalog mit deinen Mitarbeitern und Kollegen teilen möchtest. Zum einen kannst du deiner Datenquelle, die du im Data Catalog speichern möchtest, einen Namen geben und du kannst eine Beschreibung hinterlegen. Zudem hast du die Auswahl, ob du einige Datenzeilen mit im Data Catalog speichern möchtest, um eventuell eine Vorschau zu ermöglichen. Auf dem Reiter Freigabe hast du dann weiterhin die Möglichkeit einzustellen, wer in deinem Unternehmen Zugriff auf die von dir geteilte Abfrage erhalten soll. Entweder bestimmte Personen oder Personengruppen, nur du selbst oder eben jeder im Unternehmen. Mit dem Klick auf Senden wird meine Abfrage nun im Azure Data Catalog meines Unternehmens bereitgestellt. Möchte ich nun im Folgenden Veränderungen an meiner Abfrage vornehmen, kann ich erneut auf die Option an Datenkatalog senden klicken und das Fenster wird erneut geöffnet. Anstelle des Dialogs des ersten Males habe ich nun einen Dialog, in dem ich unten die Möglichkeit habe, ob ich die neue Version wirklich als neue Abfrage im Data Catalog speichern möchte oder ob ich die bereits hochgeladene Abfrage einfach nur aktualisieren möchte. Zudem habe ich so die Möglichkeit, unter Freigabe jederzeit nachträglich die Personengruppe zu ändern, für die ich die Abfrage freigegeben habe. Möchte ich eine einmal veröffentlichte Abfrage wieder aus dem Data Catalog entfernen, kann ich auch dies tun, indem ich einfach in Power Query die Option meine Datenkatalog-Abfragen aufrufe. In dem entsprechend erscheinenden Fenster sehe ich dann die Abfrage, die ich geteilt habe. Mit einem Rechtsklick habe ich die Möglichkeit, die Abfrage zu löschen. Möchte ein Mitarbeiter aus deinem Unternehmen nun auf die geteilte Abfrage zugreifen, muss er zum einen ebenfalls mit seinem Office 365 bzw. Power BI Account angemeldet sein und er muss als Benutzer bzw. Berechtigter im Data Catalog angelegt sein. Ist dies der Fall, hat er die Möglichkeit, in Power Query in einem Excel eine Datenkatalogsuche durchzuführen. Eine solche Suche erfolgt ganz einfach auf Basis von entsprechenden Suchbegriffen. Wenn ich das Wort eingebe, erhalte ich eine Liste aller der im Data Catalog enthaltenen Abfragen, die diesem Suchkriterium entsprechen. Neben einer reinen Stichwortsuche habe ich darüber hinaus die Möglichkeit, über die Suchtools nach verschiedenen weiteren Kriterien einer Abfrage zu suchen. Darin sind enthalten der Name der Abfrage, die Beschreibung, von wem eine Abfrage veröffentlicht wurde oder auch bestimmte Spaltennamen. Hat der Mitarbeiter die Abfrage gefunden, die er gesucht hat, kann er diese einfach durch Doppelklick in Excel nutzbar machen. Ein Blick auf die Abfragedefinition zeigt allerdings, dass es sich bei dieser Abfrage um eine eingebettete Abfrage handelt. Das bedeutet, der Nutzer dieser geteilten Abfrage hat lediglich die Möglichkeit, die Abfrage auszuführen und zu benutzen. Wenn der Empfänger der geteilten Abfrage nun aber in der Situation ist, dass die Abfrage nicht exakt das beinhaltet, was er für seine Zwecke braucht, hat er trotzdem die Möglichkeit, die Abfrage anzupassen. Dazu kann er in Power Query die Option Meine Datenkatalog-Abfragen aufrufen. In der Liste der geteilten Abfragen sieht er im Folgenden die Abfrage, die er aus dem Data Catalog heruntergeladen hat. Mit einem Rechtsklick auf die Abfrage und der Option Öffnen wird ein weiteres Excel geöffnet, in dem nun beide Abfragen, die er aus dem Data Catalog heruntergeladen hat, einzeln zu sehen sind. Das bedeutet, auch der Data Catalog registriert, dass die Basisumsatzzahlenabfrage notwendig ist, um die Abfrage Umsätze je Person auszuführen. Wenn wir uns diese Abfragen nun im Power Query Editor ansehen, stellen wir fest, dass diese Abfragen nun sehr wohl mit ihren einzelnen Schritten vorliegen, entsprechend von uns verändert und angepasst werden können. Damit sind wir für heute schon wieder am Ende angekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann like doch einfach mein Video
Oder du abonnierst am besten gleich meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Mehr zu Excel, Power BI, DAX und M findest du wie immer auch auf meinem BI-Blog unter data-insights.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus Hamburg. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.